Mein Name ist Nadine. Ich studiere Geschichte und Englisch für das Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen im Master of Education und ich bin mittlerweile im 20. Fachsemester. Nebenbei studiere ich auch noch das DATS-Zertifikat. Ich habe eine zirkadiane Schlafwach-Rhythmusstörung und dazu auch noch die idiopathische Hypersomnie. Das ist eine Schlafkrankheit, das heißt, ich kann mehr als 10 Stunden am Stück schlafen und mich trotzdem nicht erholt und ausgeruht fühlen. Andererseits habe ich eben auch über den Tag verteilt eine exzessive Tagesschläfrigkeit. Mir kann es in allen möglichen Situationen passieren, dass ich einschlafe. Ja, für mich im Studium bedeutet das vor allem, dass ich die Leistungen, sei es jetzt schriftlicher oder mündlicher Natur, jetzt nicht in dem Rahmen erledigen kann, wie es zum Beispiel die Regelstudienzeit vorgibt. Ich brauche einfach sehr, sehr viel Schlaf und auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich in der Vorlesung sitze, dass es mir auch passieren kann, dass ich einfach wegnicke. Und dann kann ich da auch nichts gegen tun. Und das passiert mir zum Beispiel auch beim Lernen, also beim Auswendiglernen kommt dann noch die Konzentrationsschwierigkeit dazu, weil man gar nicht erst in so einen richtigen Arbeitsflow kommen kann. Ja, also die meisten Dozierenden reagieren unterstützend darauf. Also wenn ich, wie gesagt, mal in einem Kurs einschlafe und dann nach dem Kurs das Gespräch suche und es dann aufkläre, sind eigentlich alle immer sehr, sehr hilfreich und sehr unterstützend. Klar gibt es da immer mal wieder welche, die mir Faulheit vorwerfen. Bei meinen Kommilitonen ist es unterschiedlich. Also wenn es zum Beispiel jetzt irgendwie Freunde sind, mit denen ich sowieso zusammen unterwegs bin, dann wissen die natürlich davon, dann stupsen sie mich an. Wenn es jetzt aber fremde Kommilitonen sind, dann sind alle möglichen Reaktionen dabei. Ich habe jetzt halt auch festgestellt, dass ich es vorher ohne Medikamentengabe nicht so hingekriegt habe, wie ich es eigentlich sollte. Dadurch haben sich jetzt auch sehr viele Hausarbeiten einfach angestaut. Und da habe ich mir die Hilfe vom Schreib-Lesezentrum und von der zentralen Studienberatung geholt. Also da bin ich auch in Gesprächen mit der psychologischen Beratung von der zentralen Studienberatung und vom Schreib-Lesezentrum versuchen wir jetzt halt diesen großen Haufen an Leistungen Stück für Stück auch abzuarbeiten. Und ja, ich bin froh, dass die Uni solche Angebote anbietet. Wenn ich früher davon gewusst hätte, wäre es vielleicht noch besser gewesen. Aber ja, das ist definitiv auch hilfreich, das anzunehmen.